Ricarda Ziegler ist unsere erste Speakerin. Herr Hensel hatte schon erwähnt, den Wissenschaftsbarometer. Das sind also jetzt die Zahlen, die Erhebungen, die es eigentlich steht um die Wissenschaft. Ricarda Ziegler selbst hat Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin sowie an der University of Sussex in Großbritannien studiert. Und bei Wissenschaft im Dialog ist sie als Bereichsleitung Qualität und Transfer tätig und dort unter anderem als Projektleiterin im Projekt Impact Unit, Wirkung und Evaluation in der Wissenschaftskommunikation sowie das Wissenschaftsbarometer. Herzlich willkommen, the stage is yours. Genau, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Professor Hensel, liebe Teilnehmende, liebe Gäste, ich freue mich sehr über die Einladung und die Gelegenheit, heute hier beim BFR Wissensdialog die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers, speziell eben zum bereits angesprochenen Vertrauen in Wissenschaft und Forschung hier in Deutschland präsentieren zu können und damit so ein bisschen, wenn ich den Ablauf richtig verstanden habe, mit ein bisschen Empirie in den Nachmittag zu starten und damit auch so ein bisschen den Auftakt für unsere Diskussionen später zu machen. Ich arbeite bei Wissenschaft im Dialog, das ist die gemeinsame Initiative der großen Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen in Deutschland für Wissenschaftskommunikation und wir erheben diese Daten eben nicht nur zu Analysezwecken, sondern besonders eben auch, um darüber in den Dialog zu treten, um diese Daten zu nutzen, um gemeinsam zu diskutieren, wie steht es eigentlich um das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit in Deutschland, wie wollen wir eigentlich Wissenschaftskommunikation auf Basis dieser Analysen gestalten, sodass ich mich freue, dass wir heute dafür eine Gelegenheit haben. Genau, wenn man sozusagen zu einer Bevölkerungsumfrage spricht, dann fürchte ich, muss ich Ihnen einmal am Anfang die methodischen Details antun sozusagen. Das Wissenschaftsbarometer ist eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage. Das macht das Meinungsforschungsinstitut Kantar für uns. Die führen eben pro Welle mindestens 1000 Telefoninterviews durch. Wir sind Teil einer Omnibus-Umfrage. Das bedeutet, dass die Leute nicht angerufen werden und gefragt wird, möchten Sie mit uns über Wissenschaft und Forschung sprechen, sondern wir verstecken uns so ein bisschen auch zwischen anderen Themen, um auch Einstellungen und Meinungen von den Bundesbürgerinnen und Bürgern zu erfassen, die vielleicht nicht unbedingt mitmachen würden, wenn man von Anfang an sagt, dass man über Wissenschaft und Forschung mit ihnen sprechen möchte. Die Daten werden dann gewichtet und sind sozusagen dann im Rahmen dieser Fehlertoleranzen eben bevölkerungsrepräsentativ und damit verallgemeinerbar auf die deutsche Bevölkerung. Und Sie können all das sozusagen auch nochmal online nachlesen und die Daten stehen eben auch zu Forschungszwecken zur Verfügung, falls jemand danach ein bisschen Lust hat, mit den Daten zu arbeiten. Und damit möchte ich aber sozusagen direkt in die Ergebnisse starten und damit auch in die Ergebnisse starten, die so ein bisschen das Thema des heutigen Tages sind. Es wurde bereits angesprochen, dass wir mit dem Wissenschaftsbarometer seit 2017 jährlich und in der Corona-Pandemie auch ein bisschen häufiger die Bundesbürgerinnen und Bürger nach ihrem Vertrauen in Wissenschaft und Forschung gefragt haben. Und was wir dort sehen, ist sehr spannend, weil wir eben zu Beginn der Corona-Pandemie bei dieser generellen Frage nach dem Vertrauen in Wissenschaft und Forschung einen signifikanten Anstieg des Anteils derjenigen, die bei uns im Wissenschaftsbarometer angeben, voll und ganz oder eher in Wissenschaft und Vertrauen sehen. Das ist die rote Linie, falls man die Legende hinten nicht so gut lesen kann, die eben von ungefähr 50% in den Vorjahren dann eben beispielsweise im April 2020 auf 73% ansteigt. Diese Kurve sinkt dann auch wieder signifikant ab im weiteren Verlauf der Pandemie zum Herbst 2020 und pendelt sich sozusagen im Herbst 2020 und 2021 auf 61% ein. Und was auch bemerkenswert ist dabei, finde ich, ist, dass die Gegenbewegung wir in der grauen Linie sehen und das ist der Anteil derjenigen, der bei uns in der Befragung angibt, bei dieser Frage unentschieden zu sein, während eben der Anteil derjenigen, die sagt, ich vertraue eher nicht oder nicht in Wissenschaft und Forschung, stabil niedrig bleibt bei unter 10%, sage ich mal.
Und damit sehen wir eben, dass wir basierend auf unseren Daten jetzt vielleicht nicht von einer ganz großen Vertrauenskrise in Wissenschaft und Forschung in Deutschland sprechen können. Ähnliche sozusagen Tendenzen wurden mit ähnlichen Surveys auch in anderen Ländern gewidmet, sodass wir da erstmal bei dieser Frage sicherlich noch einen sehr positiven sozusagen Kontext im Rahmen der Pandemie ziehen können. Wir fragen aber nicht nur sozusagen generell zu dem Thema Vertrauen in Wissenschaft und Forschung, sondern haben beispielsweise spezifisch im Kontext der Corona-Pandemie auch nach dem Vertrauen in Aussagen verschiedener Akteure zu Corona, zum Coronavirus gefragt. Und was hier, glaube ich, auch sehr positiv für die Wissenschaft nochmal deutlich wird, ist eben, dass Vertrauen in die Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Vergleich zu den anderen Akteursgruppen sehr, sehr hoch ist. Also das ist die hellgraue Linie, nur übertroffen von dem Vertrauen in die Aussagen von Ärztinnen und medizinischem Personal. Und was eben auch auffällt, dass das Vertrauen in beispielsweise die Aussagen von Politikerinnen oder auch Journalistinnen, aber auch Vertreter von Behörden sozusagen niedriger ist und dass wir auch gerade im Bereich der Politikerinnen und auch der Journalisten durchaus auch sozusagen negative Entwicklungen sehen im Kontext der Pandemie, das aber nicht sehen beim Vertrauen in die Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und man kann sozusagen auch noch ein bisschen weiter spezifizieren, wenn man fragt, um welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht es denn da eigentlich? Das sind jetzt ein bisschen ältere Daten aus 2019, wo wir noch mal ein bisschen differenziert haben, welchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eigentlich vertraut wird, wo wir noch mal differenziert haben zwischen Wissenschaftlern an Unis und an öffentlichen Forschungseinrichtungen, denen beispielsweise mehr Vertrauen entgegengebracht wird als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Industrie und Wirtschaft eben tätig sind. Und ich glaube, das ist sozusagen, deutet schon auf einen Punkt hin, den ich gerne zum Stichwort sozusagen Vertrauen in Wissenschaft und Forschung noch ein bisschen machen möchte auf die nächsten Slides, weil wir eben auch nach Gründen fragen, warum man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern misstrauen oder vertrauen kann. Und das ist so ein bisschen basiert auf psychologischer Grundlagenforschung, die eben Expertise, Integrität und das Wohlwollen oder die Absicht, die Benevolenz als 3 Dimensionen identifiziert hat, auf die Laien oder Bürgerinnen und Bürger in unserem Fall eben ihre Vertrauensurteile gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bilden. Und wir haben das einmal positiv sozusagen operationalisiert als mögliche Gründe zu vertrauen. Und dort zeigt sich eben, dass ein großer Anteil an Befragten zustimmt, dass man Wissenschaftlern vertrauen kann wegen ihrer Expertise, weil sie Expertin auf ihrem Feld sind, dass ein großer Anteil eben auch zustimmt, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertrauen kann, weil sie integer sind, weil sie nach Regeln und Standards arbeiten. Und die unterste Linie, die sich auch nicht allzu sehr verändert im Kontext der Corona-Pandemie, ist der Grund, dass man Wissenschaftlern vertrauen kann, weil sie im Interesse der Öffentlichkeit forschen. Und ein bisschen deutlicher wird das noch, wenn man sich einmal sozusagen das Gegenbild anschaut, nämlich die Zustimmung zu verschiedenen Misstrauensgründen, wo wir eben sehen, dass die unteren beiden Linien wieder die Fragen von Expertise und Integrität sind. Es stimmt ein relativ geringer Teil an Befragten zu allen Zeitpunkten zu, nur dass Wissenschaftler eben häufig Fehler machen, dass man ihnen deswegen misstrauen kann. Oder es stimmt auch, sage ich mal, zuletzt im Kontext der Pandemie nur ein Viertel der Befragten zu, dass man Wissenschaftlern misstrauen kann, weil sie Ergebnisse ihren eigenen Erwartungen anpassen. Aber zu allen Zeitpunkten ein, wie ich finde, relativ relevanter Anteil, auch wenn es im Kontext der Pandemie ein bisschen weniger geworden ist, immer noch die Hälfte der Befragten stimmt zu, dass man Wissenschaftlern misstrauen kann, weil sie abhängig sind von den Geldgebern. Und ich glaube, damit haben wir sozusagen einen Punkt, den wir auch in der Wissenschaftskommunikation, für die ich ja auch stehe, sozusagen sicherlich nicht noch immer gut adressiert haben. Also die Fragen, was sind eigentlich Absichten, Interessen, Abhängigkeiten, was sind sozusagen auch Finanzierungsfragen in Wissenschaft und Forschung, dass das sicherlich was ist, wo Vertrauen in der deutschen Bevölkerung gegenüber Wissenschaft und Forschung entstehen kann, auch teilweise entsteht und wo wir sicherlich auch bei der Frage, wie wir kommunikativ damit umgehen, noch nicht so einen guten Umgang gefunden haben, sage ich mal an der Stelle.
Den zweiten Themenblock, der auch ein bisschen mit dem Vertrauen zusammenhängt, möchte ich gerne machen zum Thema Wissenschaft und sozusagen das Verhältnis auch zur Politik, die so ein bisschen diese direkten Fragen und Ergebnisse zum Wissenschaftsvertrauen ergänzen. Wir haben gerade schon gesehen, dass sozusagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern relativ viel Vertrauen entgegengebracht wird, gerade im Kontext der Pandemie, auch im Vergleich zu anderen Akteursgruppen, auch beispielsweise im Vergleich zu Politikerinnen und Politikern. Und wir sehen eben auch, dass bei uns in der Befragung die Leute sehr hohe Erwartungen haben an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eben beispielsweise einen Beitrag zu großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu leisten, ganz konkret im Kontext der Pandemie, dass eben das Wissen aus der Forschung genutzt wird, um die Pandemie zu verlangsamen oder eben beispielsweise einen Impfstoff zu entwickeln. Und wir sehen eben auch, dass sie relativ große Erwartungen haben, wenn es sozusagen um das Verhältnis von Wissenschaft und Politik geht. Wir haben dort gefragt nach der Zustimmung zu verschiedenen Aussagen. Und ich weiß nicht, weil ich nicht weiß, wie gut man es hinten lesen kann, würde ich es einmal durchgehen. Es stimmen eben 75% der Befragten, das war im September 2021 zu, dass Wissenschaftler sich öffentlich äußern sollten, wenn politische Entscheidungen Forschungsergebnisse nicht berücksichtigen. 69% der Befragten sprechen sich generell für eine wissenschaftsbasierte Politik aus. Und bei der Frage wiederum, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich selbst aktiv einbringen, aktiv werden sollten, politisch aktiv werden sollten, sind die Befragten wiederum ein bisschen gespalten. Das ist der letzte Balken hier auf der Grafik. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter reinzoomen, und auch hier haben wir konkret anhand des Kontexts der Corona-Pandemie gefragt, antwortet die Hälfte der Befragten, dass sie der Meinung ist, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten Politikern basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen bestimmte politische Entscheidungen empfehlen. 31% sind der Meinung, dass Wissenschaftler Politikern Entscheidungsmöglichkeiten und Konsequenzen erläutern sollten, aber keine Empfehlung tatsächlich für die eigentliche Entscheidung dann geben sollte. Und 18% sind der Meinung, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich darauf beschränken sollten, die Politik über Erkenntnisse zu informieren. Und wenn man dann, sage ich mal, die 31 und die 18 zusammennimmt, sehen wir hier, dass wir eben die Hälfte der Befragten hat, die sich wirklich für inhaltliche Empfehlungen aus der Wissenschaft an die Politik ausspricht, aber die andere Hälfte der Bevölkerung, die sich sozusagen dagegen ausspricht und sagt, wir möchten sozusagen, dass die Erkenntnisse eingebracht werden und vielleicht Konsequenzen und Möglichkeiten erläutert werden. Und ich glaube, dass das sozusagen für die Frage des Wissenschaftsvertrauens ein relativ spannender Punkt ist, weil man sagt, man hat ein sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft, man hat gleichzeitig sozusagen eine hohe Erwartung, was diese Wissenschaft in der Politik und bei politischen Entscheidungen ausrichten kann. Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich gar nicht sozusagen wohlfühlen würden und gar nicht als ihre Rolle sehen würden, diesen Erwartungen wirklich gerecht zu werden. Also wir haben das ja auch im Kontext der Pandemie immer wieder diskutiert, wie weit geht eigentlich die Wissenschaft, wo fängt die politische Entscheidung an. Aber wir haben hier sozusagen ein hohes Vertrauen in Wissenschaft, ein nicht so hohes Vertrauen in die Politik und gleichzeitig aber eine hohe Erwartung, dass eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Einfluss haben auf die Politik. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis und damit sozusagen umzugehen, ist meiner Meinung nach sicherlich eine der Herausforderungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren. Das wäre sozusagen der zweite Punkt, den ich gerne machen wollte. Und ich würde dann zum Abschluss gerne noch auf einen Punkt eingehen, nachdem ich jetzt sehr viele, sage ich mal, Ergebnisse für die ganze Bevölkerung präsentiert habe, noch eine Analyse zu präsentieren, die zugegebenermaßen auch schon ein bisschen älter ist, die wir auf Basis der Daten des Wissenschaftsbarometers 2017 gemacht hatten, weil wir da eben aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen besonders viele Fragen stellen konnten. Auch Budget ist ja immer eine Frage, die eine Rolle spielt. Und was wir dort gemacht haben, ist eine Segmentierung der deutschen Bevölkerung anhand ihren Einstellungen gegenüber Wissenschaft und Forschung. Das heißt, ich habe das hier ein bisschen versucht zu verdeutlichen. Wir haben in unserer Stichprobe und in den 1000 Befragten und damit auch innerhalb der Bundesbürger versucht, mit statistischen Verfahren Gruppen zu finden, die möglichst ähnliche Einstellungen gegenüber Wissenschaft und Forschung haben und sich von anderen Gruppen innerhalb der Stichprobe möglichst stark unterscheiden. Also Gruppen, die nach innen besonders homogen sind, ähnliche Einstellungen haben und sich gleichzeitig aber möglichst heterogen von den anderen Gruppen unterscheiden.
Und wir haben da 5 Gruppen in der deutschen Bevölkerung identifizieren können und auch da mögen sich die Anteile vielleicht ein bisschen verändert haben durch Corona. Es ist 2017, aber ich glaube, die Idee, die ich damit machen möchte, bleibt trotzdem weiterhin relevant, dass wir eben sehen, wir haben verschiedene Gruppen in der deutschen Bevölkerung, die Wissenschaft und Forschung anders gegenüberstehen. Wir haben Gruppen, die wir Enthusiasten oder Positive genannt haben oder auch Aufgeschlossene, aber auch Gruppen, die Wissenschaft und Forschung vielleicht eher indifferent, sage ich mal, oder vielleicht auch kritisch oder negativ gegenüberstehen. Und diese Gruppen entscheiden sich auch, das ist sozusagen eine der Variablen, wo sie sich besonders stark unterscheiden, ist eben das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung von, sage ich mal, 89% bei den Enthusiasten zu 14% bei den Kritischen. Und ich glaube, auch das ist für sozusagen all diejenigen, die mit Forschungserkenntnissen an die Öffentlichkeit gehen, die Wissenschaftskommunikation in unterschiedlichen Formaten und Kontexten beschreiben, eine Herausforderung zu schauen, was sind die richtigen Formate, Kontexten, Angebote kommunikativer Art, die wir für verschiedene Gruppen in der Bevölkerung machen können, um ihnen sozusagen eine Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Forschung zu ermöglichen. Und damit bin ich dann noch sozusagen bei meinem kurzen Fazit, wo ich gerne nochmal festhalten würde, dass wir eben im Wissenschaftsbarometer gerade im Kontext der Pandemie ein sehr hohes Vertrauen in Wissenschaft und Forschung gemessen haben, aber eben auch einen relevanten Teil an Unentschiedenen. Sicherlich ist ein Bevölkerungssurvey, sage ich mal, nicht das richtige Tool, um den Teil, der bei uns relativ klein ist, also diejenigen, die skeptisch oder kritisch sind, zu untersuchen. Da braucht es sicherlich andere Ansätze, aber auch wir identifizieren und können darstellen einen relativ relevanten Anteil an Unentschieden, der sicherlich auch eine relevante Zielgruppe für die Wissenschaftskommunikation ist. Dann nochmal den Punkt, dass man sagt, dort, wo, glaube ich, Misstrauen entsteht, sind eben Fragen der Absichten, der Interessen, der Finanzierung, der Abhängigkeiten vielleicht auch von Industrie und Politik, wo wir sicherlich sozusagen in der Wissenschaft und auch in der Wissenschaftskommunikation ein Thema haben. Dann eben die, sage ich mal, sehr hohen gesellschaftlichen Erwartungen, wo es sicherlich einer Reflexion in Wissenschaft und Forschung bedarf, wie man damit umgehen möchte, welchen Erwartungen man gerecht werden kann, wo man vielleicht auch öffentlich deutlich machen muss, welchen Erwartungen, die die Bevölkerung hat, man vielleicht nicht gerecht werden kann. Und als letzter Punkt nochmal die Frage der zielgruppenspezifischen Angebote, die man, glaube ich, machen muss, um sozusagen, vielleicht auch wenn das Ziel sein soll, das Wissenschaftsvertrauen zu befördern, es sehr unterschiedliche Angebote für diese verschiedenen Zielgruppen innerhalb der deutschen Bevölkerung braucht. Und damit wäre ich am Ende.